So, ich würde beginnen. Herzlich willkommen. Wir sind die WiseLab. Wir sprechen über Microlearning, wie man das umsetzen kann. Ich bin echt wirklich oft gefragt worden, also gerade auch von Freunden, was ist Microlearning? Was kann ich mir darunter vorstellen? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben ein fiktives Hotel gegründet, weil in einem Hotel ist jeder schon mal gewesen, jeder weiß, wie so ein Hotel aufgebaut ist. In dem Hotel habe ich Rezeption, Wellness, Spa, Restaurant, Roomservice als fiktives Hotel. Und wir haben uns überlegt, in 5 Wochen kommt uns George Clooney besuchen. George Clooney bucht in der Regel ein ganzes Hotel weg, das heißt, alle Zimmer weg. Das ganze Hotel braucht allgemeine Informationen zu dieser Person, aber auch spezielle Informationen im Bereich der Rezeption, Wellness, Spa, Restaurant, Roomservice, was auch immer man da nimmt. Ne? Allgemeine Informationen, Anreise, Zimmerverteilung, Dekoration und überall steht drunter Besonderheiten. Und da geht es ans Eingemachte. Wie groß muss der Fuhrpark von Herrn Clooney sein? Oder habe ich im Bereich des Restaurants Lebensmittelunverträglichkeiten, auf die wir achten müssen? Alles Dinge, die ich meinen Mitarbeitern mit auf den Weg geben muss. Wie wurde das früher gemacht oder wie wird es heute immer noch ab und an gemacht? Alle Mann in einen Raum, Beschallung von vorne. Nachgewiesenermaßen, also wissenschaftlich bewiesen, bleiben maximal 5% von dem Erlernten hängen, nicht mehr. Dann ging es weiter. LMS ist jedem ein Begriff. Ich logge mich ein, ich lese mir die Informationen durch und am Ende kommt meistens ein Test. Ich selber kann sagen, ich habe das gemacht. Einloggen, durch den Text klicken und am Ende den Test machen. Einmal durchgefallen, zweimal durchgefallen, bestanden, fertig, Zertifikat ausgedruckt, super. Aber wie viel davon habe ich behalten? Nichts. Vielleicht auch 5, 10, 15%. Microlearning, die WiseLab, funktioniert komplett anders. In ganz, ganz kleinen Schritten mit einer kleinen Wissensbasis und einem Wissenstest. Und das Ganze möchte ich jetzt mal live mit Ihnen durchgehen. So, Sie sehen die App. Das Ganze funktioniert auf jedem Browser oder eben über die App. Ich gehe da rein. Das ist unser Hotel. Die Verbindung ist hier leider etwas langsam. Und der Mitarbeiter loggt sich einfach ein. Es geht um allgemeine Informationen zu George Clooney. Das heißt also, wer ist George Clooney? Und an der Stelle, wie viele Oscars hat George Clooney gewonnen? Weiß das irgendwer von Ihnen? Zufällig? Weiß keiner. Okay. Ich lese mir also den Text durch, es wird darin beantwortet, ganz wenig Text mit einem Foto dabei und bestätige unten rechts auf OK. Er hat an der Stelle 2 Oscars gewonnen, das weiß ich jetzt zufällig. Ich bestätige und mein Mitarbeiter sieht, okay, war richtig, ich bin im 2. Teil. Da geht es darum, mit welchem Film hat George Clooney denn seinen Durchbruch erlangt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich wusste es vorher auch nicht. Ich lese mir also den Text durch in kleinen Mikroabschnitten, bestätige das Ganze wieder und komme auf die nächste Seite. Und es war hier C, From Dusk Till Dawn. Auch hier wieder die Bestätigung, Daumen hoch, wunderbar. Eine weitere Möglichkeit ist, dort kleine Videos einzubinden. Die kann ich selber machen, die kann ich dazu bekommen, das ist kein Problem. Content können wir liefern oder Sie bringen Ihren Content mit. Hier geht es also darum, warum ist George Clooney überhaupt bei uns im Hotel? Was macht der bei uns? Das ist ja wichtig. Er dreht für seinen neuen Film Money Monster. Ich bestätige und nehme jetzt aber gezielt eine falsche Antwort. Ich nehme Emergency Room und sehe falsch, bekomme aber sofort die Info, Money Monster wäre richtig gewesen. Unser System ist adaptiv. Das heißt, das System merkt sich, oh, da war ein Fehler, die Frage bringe ich in ein paar Tagen nochmal. Und somit habe ich viel, viel mehr Wissen, was hängen bleibt. Ich bestätige das und komme auf die Statistik. Das war eine Wissenseinheit, eine kleine. Ich sehe also, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht. Das Ganze auch nochmal als Statistik zu sehen. So. Und das Interessante für Sie im Hintergrund, Sie können das Ganze controllen und monitoren, weil Sie sehen auch, okay, was hat mein Mitarbeiter gemacht? Was hat er richtig und was hat er falsch beantwortet? Und wenn ich als Beispiel 15 Mitarbeiter habe und ich sehe bei 10 Mitarbeitern immer wieder den gleichen Fehler, kann ich sagen, okay,
da setze ich nochmal gezielt eine Schulung drauf. Das heißt, weniger Ausfallzeiten durch Microlearning. Ich muss die nicht alle wegkarren in irgendeinen Raum und von vorne beschallen oder mit LMS ausbremsen, sondern in kleinen Schritten zum Erfolg führen. Das war das Ganze in der Praxis. Und an der Stelle springe ich wieder in die Präsentation. Das heißt, wir sind das Ganze zusammen mal durchgegangen. Und warum ist also WiseLab für mein Unternehmen wichtig? Wenn Sie das jetzt mal gedanklich auf Ihr Unternehmen runterbrechen, zum Beispiel sind wir jetzt in einigen Wochen bei der Bundeswehr und da habe ich auch überlegt, oh Gott, wofür können die das benutzen? Aber auch eine Bundeswehr hat Marine, Heer, Luftwaffe. Oder wir sind bei der UN. Wie können die das gebrauchen? Auf der anderen Seite gibt es eine große Baumarktkette, die das schon lange nutzen und sehr, sehr glücklich sind damit, weil sie ihre Ausfallzeit minimieren und das, was sie an den Mann bringen wollen, in kleinen Schritten beibringen können. Wir haben also minimale Ausfallzeiten, lückenloses Controlling, minimale Kosten und dadurch einen maximalen Lernerfolg. Das war die WiseLab. Wir stehen direkt hinter der Wand. Dankeschön.